Beste Grüße und einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Hier ist dein Markus aus Alanya. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. Und bevor wir in die wahren Ursachen der starken Zuströme, der starken Zuwanderung und der starken Flüchtlingswellen nach Europa, speziell nach Deutschland kommen, will ich ganz kurz mich nochmal vorstellen für alle diejenigen, die mir noch nicht so lange folgen bzw. mich noch gar nicht kennen. Mein Name ist Markus und ich bin mit meiner Familie 2021 aus Deutschland raus und befinde mich seit über 3 Jahren mittlerweile in der Türkei. Und wenn dich das Thema Auswandern interessiert, wenn dich das Thema Gesundheit interessiert, das Thema aktuell auch in Deutschland oder aktuell das Weltgeschehen, kannst du mir am Ende des Videos gerne einen Daumen nach oben da lassen und aber auch gerne ein kostenloses Abo und auch in dem Fall gerne kannst du deine Meinung auch dazu dalassen. Bevor wir reinsteigen in das Video, zeige ich dir ganz kurz, was bei uns hier in unmittelbarer Umgebung passieren wird. Heute mal wieder bestes Wetter in Alanya, aber das ist jetzt ganz neu. Hier wird gebaggert, hier wird gearbeitet, hier geht es richtig zur Sache. Schaut euch das an. Also hier in der Türkei ist auch einiges passiert und viele Menschen würden jetzt sagen, ja, wir sind selber geflüchtet und das Wort Flüchtlinge wurde ich auch einmal bezeichnet in der Waldorfschule damals, als sie noch gab, und zwar nämlich als sogenannte Impfflüchtlinge. Ja, es gibt verschiedene Varianten der Flucht bzw. warum es Menschen immer wieder ins Ausland treibt, beziehungsweise natürlich auch in dem Fall speziell jetzt das Thema nach Deutschland bzw. nach Europa. Also schießen wir los. Und sicherlich kannst du dich auch noch daran erinnern, als 2015 dann diese ganze Flüchtlingspolitik in den deutschen Medien, in der deutschen Politik mehr und mehr publik wurde und auch Frau Angela Merkel, damals die Bundeskanzlerin, ganz stark und stolz gesagt hatte und behauptet hatte, ja, wir schaffen das. Wir, das deutsche Volk, wir schaffen das, Flüchtlinge aufzunehmen, diese zu integrieren und mehr. Letztendlich kannst du selber entscheiden, was deine Meinung nach mittlerweile knapp 10 Jahren Flüchtlingspolitik in Deutschland passiert, beziehungsweise was ist deine Meinung dazu? Lass es mich auch gerne wissen. Und ich möchte ganz klar betonen, dass es auch immer natürlich mit Vorsicht zu genießen ist, denn heutzutage ist man ganz schnell in eine Schublade der rechten Ecke reingesteckt, wenn man seine Meinung dazu äußert. Man muss aber dazu ganz klar unterscheiden, dass es da Unterschiede gibt. Ich bin kein Rassist, nur weil ich meine Meinung dazu sage und die Politik kritisiere, dass das, was gelaufen ist die letzten Jahre, nicht so passiert. Rassismus wäre, wenn ich wirklich gezielt gegen Menschen argumentiere, gegen Menschen bin. Dazu werde ich aber auch morgen nochmal ein Video machen in Bezug auf die Kommentare der Woche. Also gerne schon mal hier dranbleiben und jeden Sonntag Kommentare der Woche anschauen. Und dementsprechend bitte ich das auch immer zu unterscheiden. Nicht jeder ist gleich rechtsradikal, nur weil er seine Meinung zu solchen heiklen Themen sagt. Allgemein muss man unterscheiden zwischen Zuwanderung und Flüchtlingen. Zuwanderung bedeutet, dass Menschen einfach sich durch die Zuwanderung, durch das Verlassen des eigenen Landes nach Europa, eventuell nach Deutschland in dem Fall sogar, eine bessere wirtschaftliche Lebenssituation schaffen können. Und das kann natürlich verschiedene Hintergründe auch wieder haben. Natürlich ganz klar, dass sie sagen, oh, ich gehe nach Deutschland, ich muss da nichts machen, weil ich kenne da Bekannte, die machen nichts und bekommen Gelder. Ja, also Bürgergeld, Arbeitslosengeld oder sonst irgendwas. Man könnte in dem Fall auch sagen, eventuell, dass sie sogar Wirtschaftsflüchtlinge sind. Zuwanderung kann aber auch bedeuten, dass Menschen aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, weil sie in Deutschland eventuell oder in Europa aufgrund ihrer Qualifikation, aufgrund ihres Fachwissens eventuell mehr Gelder reinbekommen, mehr Geld erwirtschaften können, um sich natürlich auch für sich persönlich ein besseres Leben aufzubauen, aber eben auch für die Familien, die noch im Ausland, im Herkunftsland sind, um diese finanziell auch besser unterstützen zu können. Flüchtlinge allerdings sind wirklich Menschen, die aus der Angst, aus Verfolgung, aus Krieg, aus vielen schlimmen Situationen, eventuell sogar aus krass klimatischen Bedingungen, einfach aus ihrer gewohnten Region flüchten sozusagen. Das ist ein großer Unterschied und dabei gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, der auch natürlich den Aspekt der wirtschaftlichen Vorteile in Deutschland oder allgemein Europa natürlich
zum Vorteil haben möchte. Dazu möchte ich aber, bevor wir noch weiter ins Video eintauchen, ganz kurz die größten Aufnahmeländer der Welt von Flüchtlingen betonen. Und vielleicht kannst du es schon erahnen, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das eine oder andere Land dabei sein wird, das du nicht auf dem Schirm hast. Unter anderem die Türkei. 2021 sind laut Statista 3,8 Millionen Flüchtlinge in die Türkei gekommen. Dazu gehören noch Uganda, Pakistan, der Sudan und aber auch Deutschland im Jahr 2021 mit 1,3 Millionen Flüchtlingen. Und woher kommen aber die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen? Sie kommen überwiegend aus Afghanistan, Syrien, Südsudan und aber auch die Ukraine. Und was fällt einem da jetzt auf? Südsudan, Krieg. In der Ukraine, Krieg. In Syrien, Krieg. Beziehungsweise auch im ganzen Nahen Osten, Krieg. In Afghanistan war jahrzehntelang Krieg. Und wer hat diese Kriege eigentlich angezettelt? Kann das sein, dass irgendwie Europa, die USA, irgendwas damit zu tun hat? Vor allen Dingen die USA. Alleine wenn man überlegt, 2003 der Einmarsch im Irak, das zweite Mal, der zweite Irakkrieg, weil sie waren ja damals schon im Desert Storm Anfang der 90er Jahre dort, ja, in Bezug auf die Brutkastenlüge. Schreib mal gerne rein, ob du davon mal was gehört hast. Oder natürlich ganz klar, muss man seine Freiheit auch am Hindukusch verteidigen. Gerade auch die deutsche Demokratie muss am Hindukusch in Afghanistan verteidigt werden. Und spätestens natürlich seit den Anschlägen am 11. September 2001, wo 2 Flugzeuge es geschafft haben, 3 Gebäude zum Einsturz zu bringen. Also wirklich richtig krass. Und selbst damals der libysche Präsident Gaddafi, der ja dann auch irgendwie komischerweise verstorben ist, der noch gesagt hatte, es gibt Videoaufnahmen dazu, dass es der Westen so weit bringen wird und Kriege anzetteln wird, dass gewisse Menschen aus gewissen Regionen, heutzutage wissen wir, Flüchtlinge nach Europa kommen werden und Europa mit ihrer Anwesenheit überschwemmt werden. Und wenn solche Kulturen christlicher Natur, muslimischer Natur teilweise dann aufeinandertreffen, dann kann das nicht unbedingt zum Vorteil sein und vor allen Dingen nicht unbedingt zur eigenen Sicherheit in Deutschland, in Europa beitragen. Wir sehen es jeden Tag in Deutschland und aktuell auch in Solingen wieder ein ganz verstörter Mensch, der, egal welche Herkunft er hat, irgendwie es auf Menschen wieder abgesehen hat. Man könnte auch meinen, sie werden jetzt freigeschaltet, denn jeden Tag hörst du was in den deutschen Nachrichten, auch gerade in den Alternativmedien, wie viele Messerattacken und wie viele Todesfälle es in Deutschland aufgrund von gewissen Straftaten kommen. Kurz und knapp gesagt, das, was man sät, das erntet man. Und solange es Kriege gibt auf der Welt, in diesen ganzen Regionen, muss man sich auch nicht wundern, wenn man jetzt zum Beispiel auch in Richtung Gaza schaut, dass Menschen sich um ihr Leben fürchten und dementsprechend irgendwo hinflüchten müssen. Normalerweise müsste man diese ganzen Gelder, auch Steuergelder, die in die Kriegsindustrie, in die Rüstungsindustrie für Waffen und Munition gesponsert werden sozusagen, sollte man doch lieber dieses Geld nehmen für die Menschlichkeit und dort in deren Regionen es ermöglichen, ein schönes Leben auch aufzubauen, damit nämlich jeder in Ruhe und in Frieden leben kann. Bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst, und ich freue mich auf das nächste Video, wenn du auch hier wieder reinschaust. Lass mir deine Meinung da, lass mir einen Daumen nach oben da, teile den Kanal, teile dieses Video. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig und ich freue mich auf deine Aktivität und bis zum nächsten Mal. Dein Markus aus Alanya.